Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Am Rande eines Waldes, in einem weit entfernten Land, floss ein schöner Wasserlauf, und am Ufer stand eine Mühle. Das Haus des Müllers war in der Nähe, und er hatte eine sehr schöne Tochter. Sie war auch sehr klug und clever, und der Müller war so stolz auf sie, dass er eines Tages dem König, der gerne im Wald jagte, erzählte, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen. Der König liebte Geld, und als er von der Prahlerei des Müllers hörte, wurde er gierig und ließ das Mädchen zu sich bringen. Er führte sie in einen Raum seines Palastes, der mit einem großen Haufen Stroh gefüllt war, und gab ihr ein Spinnrad. Er sagte, du musst all dieses Stroh bis zum Morgen zu Gold spinnen, sonst verlierst du dein Leben. Das arme Mädchen weinte und sagte, es sei nur der törichte Prall des Vaters und sie könne kein Stroh zu Gold spinnen. Doch die Tür war verschlossen und sie war ganz allein. Sie setzte sich in eine Ecke des Raumes und fühlte sich sehr traurig über ihr Pech. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein lustig aussehender kleiner Mann humpelte herein und sagte, »Guten Morgen, meine Liebe.« »Warum weinst du?« Sie antwortete, »Oh, ich muss dieses Stroh zu Gold spinnen, aber ich weiß nicht wie.« Der kleine Mann fragte, »Was gibst du mir, damit ich es für dich tue?« »Mein Halsband«, sagte sie. Er stimmte zu und setzte sich an das RHD, pfiff und sang, »Rundherum, rundherum, sieh und staune. Dreh, dreh, Stroh zu Gold.« Das Rad drehte sich fröhlich, und bald war das gesamte Stroh zu Gold gesponnen. Als der König kam und dies sah, war er sehr überrascht und erfreut, aber er wurde noch gieriger und sperrte die arme Tochter des Müllers erneut mit einem weiteren Haufen Stroh ein. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, und begann wieder zu weinen, doch der kleine Mann kam bald zurück und fragte, »Was gibst du mir, damit ich diesmal Gold für dich spinne?« »Den Ring an meinem Finger«, sagte sie. Er nahm den Ring und begann wieder am Herd zu arbeiten, pfiff und sang das gleiche Lied, bis, lange vor dem Morgen, das gesamte Stroh zu Gold gesponnen war. Der König war sehr glücklich, all diesen glänzenden Schatz zu sehen, aber er wollte immer mehr. Er brachte die Tochter des Müllers zu einem noch größeren Haufen und sagte, »Du musst das alles heute Nacht spinnen, und wenn du das tust, wirst du meine Königin sein.« Als sie allein war, kam der kleine Mann zurück und fragte, »Was gibst du mir, damit ich zum dritten Mal Gold für dich spinne?« »Ich habe nichts mehr«, antwortete sie. »Dann verspreche mir«, sagte der kleine Mann, »das erste Kind, das du hast, wenn du Königin wirst.« »Das könnte niemals passieren«, dachte die Tochter des Müllers. Aber da sie keinen anderen Weg sah, um ihre Aufgabe zu beenden, stimmte sie seiner Bitte zu. Das Rad drehte sich wieder zu dem alten Lied, und der kleine Mann spann das Stroh erneut zu Gold. Am Morgen kam der König, fand alles erledigt und hielt sein Versprechen, indem er die Tochter des Müllers heiratete, die Königin wurde. Als ihr erstes Kind geboren wurde, war sie sehr glücklich und vergaß ganz den kleinen Mann und ihr Versprechen. Aber eines Tages kam er in ihr Zimmer, während sie mit ihrem Baby spielte, und erinnerte sie daran. Sie fühlte sich sehr traurig und sagte, sie würde ihm den gesamten Reichtum ihres Königreichs geben, wenn er sie gehen ließe, aber es nützte nichts. Schließlich erweichten ihre Tränen ihn, und er sagte, »Ich gebe dir 3 Tage. Wenn du mir in dieser Zeit meinen Namen sagen kannst, darfst du dein Kind behalten.« In dieser Nacht blieb die Königin wach und dachte an all die seltsamen Namen, an die sie sich erinnern konnte. Sie schickte sogar Boten durchs Land, um nach neuen Namen zu suchen. Am nächsten Tag, als der kleine Mann kam, versuchte sie Namen wie Timothy, Ichabod, Benjamin und Jeremia, aber jedes Mal sagte er, »Madame, das ist nicht mein Name.«
Am zweiten Tag versuchte sie lustige Namen wie Bendilex, Hunchback und Cruikshanks, aber auch diesmal antwortete er: »Madame, das ist nicht mein Name.« Am dritten Tag kam einer ihrer Boten zurück und sagte: »Ich bin 2 Tage gereist, ohne neue Namen zu finden. Aber gestern, als ich einen hohen Hügel im Wald erklomm, fand ich eine kleine Hütte. Vor der Hütte brannte ein Feuer, und um das Feuer sah ich einen lustigen kleinen Zwerg, der auf einem Bein tanzte und sang: »Fröhlich werde ich das Fest bereiten. Heute braue ich, morgen backe ich. Fröhlich werde ich tanzen und singen, denn am nächsten Tag wird ein Fremder bringen.« Wenig träumt meine Dame, Rumpelstilzchen ist mein Name. Als die Königin das hörte, sprang sie vor Freude auf. Sobald der kleine Mann kam, setzte sie sich auf ihren Thron und versammelte ihren gesamten Hof um sich, um den Spaß zu genießen. Die Amme stand neben ihr mit dem Baby, als wäre sie bereit, es abzugeben. Der kleine Mann kicherte bei dem Gedanken, das Kind mit nach Hause zu nehmen, und rief: »Nun, Dame, was ist mein Name? Ist es John?« fragte sie. »Nein, Madame.« »Ist es Tom?« »Nein, Madame.« »Ist es Jimmy?« »Ist es nicht.« »Könnte dein Name Rumpelstilzchen sein?« fragte sie schalkhaft. »Eine Hexe hat dir das gesagt, eine Hexe hat dir das gesagt«, rief der kleine Mann, und er stampfte so wütend mit dem Fuß auf den Boden, dass er darin stecken blieb und ihn mit beiden Händen herausziehen musste. Dann eilte er davon, während die Amme lachte und das Baby kicherte und der gesamte Hof lachte über ihn, weil er vergeblich so hart versucht hatte, und rief: »Wir wünschen dir einen guten Morgen und ein fröhliches Fest, Herr Rumpelstilzchen.« Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.